Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Web Development. Heute mal wieder allgemein ein bisschen was, und zwar eigentlich was zu allen Serien gut passt, und zwar wollen wir heute debuggen. Debuggen ist bei Web Development teilweise gar nicht so einfach, denn jedes Mal die Seite neu zu laden ist ein bisschen umständlich. Und was man stattdessen machen kann, ist, man kann einfach in der Browser-Konsole ein bisschen Debuggen üben. Oder generell ein bisschen rumprobieren, wenn man zum Beispiel sich nicht sicher ist, funktioniert jetzt mein CSS-Style-Sheet nicht richtig oder funktioniert irgendein HTML-Element nicht richtig, und dann brauche ich natürlich hier meine Browser-Konsole, beziehungsweise ich könnte meine Browser-Konsole benutzen. Dazu machen wir hier einfach Rechtsklick irgendwo in den Browser rein und gehen auf Untersuchen, oder wir drücken F12 in Chrome zumindest, und dann öffnet sich so ein kleines Fenster. Das kann sein, dass es bei euch relativ schmal ist. Und was wir hier sehen, ist jetzt tatsächlich unsere Konsole für den Browser, die euch wirklich sehr viele Informationen über die Seite gibt, die ihr aktuell gerade habt. Zum Beispiel kann ich jetzt hier meinen kompletten HTML-Code sehen. Das heißt, ich kann hier wirklich alles sehen. Also wir sehen hier wirklich die Description, wir sehen hier, also das ist übrigens meine Webseite für die Leute, die es nicht wissen. Und ganz kurz, ich würde euch hier vielleicht das Forum empfehlen, da könnt ihr mal ganz gerne hingehen. Oder wer mich noch nicht auf Twitter oder Facebook hat, der kann ganz gerne mal da vorbeischauen. Auf YouTube findet ihr mich natürlich auch. Und unter Community für die ganzen Leute, die aktuell irgendwelche Themenwünsche oder sowas haben, oder ja, generell Themenwünsche haben, da gibt es auch eine Abstimmung und eine Umfrage, wo man quasi sagen kann, übrigens, das hier ist der Link dazu, wo man sagen kann, was man gerne als nächste Serie bei mir hätte, beziehungsweise man kann auch Themenwünsche dann äußern. Gut, jetzt geht's weiter mit dem Thema. Und zwar, wenn ich hier die einzelnen Elemente hovere, also das heißt hier drüber fahre, dann sehen wir, die werden dann irgendwie farbig markiert. Und das ist ziemlich cool. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Footer, das ist die Navigationsleiste hier unten. Wenn ich hier drüber fahre, dann sehen wir hier Div Footer. Das stimmt schon mal gar nicht. Aber wenn ich jetzt über die UL, also die Unordered List fahre, dann sehen wir, okay, die ist da unten. Und da unten bedeutet in dem Fall, blau ist das Ding mit dem tatsächlichen Inhalt. Hier drüben seht ihr in der Erklärung, blau ist der tatsächliche Inhalt. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, okay, jetzt ist es hier unten. Blau, Inhalt, grün ist der Padding. Dann kommt die Border, die ist jetzt hier nicht vorhanden, weil das Ding keine Border hat. Und dann kommt der Margin. Margin bedeutet so viel wie Platz oben drüber. Das sehen wir am besten, wenn wir hier zum Beispiel über sehen wir auch nicht. Verdammt. Sehen wir es hier irgendwo? Nein, ich habe nirgendwo Margin benutzt, glaube ich. Aber egal. Auf jeden Fall, Margin hat halt einfach diese Farbe hier. Und Position, da kann man dann natürlich auch noch separat einstellen, wo man es ganz gerne hätte. Und das ist natürlich unglaublich nützlich, wenn man dann sieht, okay, hier ist unglaublich viel Margin, wo eigentlich gar kein Margin hin soll. Vielleicht habe ich da irgendwas ganz Komisches gemacht. Vor allem, wenn man mehrere Style-Sheets auf einmal lädt, dann kann das auch ein bisschen zur Verwirrung kommen. So. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel ganz einfach sagen, Achtung, ich bin jetzt hier auf dem Div 1, das ist mein großer Div sozusagen. Und dann kann man ganz super hingehen und kann sagen, hey, was passiert denn, wenn ich hier zum Beispiel den Padding-Top weglasse? Dann schiebt sich das Ganze so nach oben und plötzlich habe ich hier das Ganze unter meiner Navigation, also tatsächlich unter, nicht, also quasi als Ebene unten drunter. Das heißt, es wird überdeckt. Das wollen wir natürlich nicht, also machen wir das wieder hin. Ich kann aber auch einfach hingehen und sagen, hey, ich mache hier mal statt dem mache ich 100 Pixel bitte. 100 Pixel, sorry. Hey Mensch, komm schon. Was ist denn los mit dir jetzt? 100 Pixel. Okay, ich kann gerade absolut nicht tippen, sorry. Jetzt 100 Pixel statt dem, was ich davor hatte. Dann kann ich hier vielleicht einfach mal die Position Relative weglassen, macht überhaupt keinen Unterschied. Ich kann die Width weglassen, Height weglassen. Ich kann die ganzen Elemente einfach anklickern oder neue hinzufügen. Ich kann zum Beispiel die Font Family ändern, dann sehen wir, sieht die Schriftart ganz anders aus und so weiter und so fort. Das kann ich mit jedem einzelnen Element machen. Das ist natürlich mega mächtig, weil dann kann ich einfach mir meine Seite quasi so zusammenbasteln, dass es für alle passt. So, jetzt kann ich hier natürlich auch noch die anderen Sachen machen, und zwar zum Beispiel hier Computed. Da finde ich dann eben die ganzen Elemente, also hier zum Beispiel Display Block, dann die Font Family, also hier finde ich die ganzen Sachen, die ich jetzt hier zur Verfügung habe von meinem Style Sheet. Dann, wie breit mein Element tatsächlich ist, wie hoch es ist. Und das ist dann tatsächlich auch wirklich nur für für diese Seite, die ich jetzt gerade wirklich so angucke. Und nicht generell so, wie es in meinem CSS Style Sheet ist, sondern es ist wirklich so, wie ich es jetzt bei dieser Browser-Auflösung, also Achtung, ich habe hier jetzt tatsächlich nur noch den linken Teil von meinem Fenster zur Verfügung für den Browser. Nicht das Ganze, das heißt, theoretisch wäre es nochmal alles ein bisschen breiter. Ihr seht es auch hier, wenn ich das Ding jetzt verschiebe,
dann wird das Ganze nochmal ein bisschen breiter und wir sehen auch hier ändert sich dann eben jeweils der Wert. So, also das ist mega mächtig und deswegen kann man hier super debuggen damit. Einfach mal ein bisschen durchprobieren, was wir so machen können. Hier oben geht es aber noch weiter und zwar sehen wir hier die Console. Console sagt mir, ich möchte zum Beispiel JavaScript ausführen. Das heißt, hier kann ich JavaScript drin debuggen. Und hier sehen wir auch schon tatsächlich ein paar Sachen. Ich habe was geblockt und zwar eine Chrome-Extension. Warum auch immer ich hier eine Chrome-Extension am Laufen habe, das muss ich noch rausfinden. Habe ich jetzt gerade vor dem Video nicht mehr gecheckt. So, und jetzt kann ich hier drin einfach ganz normales JavaScript ausführen. Ich kann aber natürlich auf meine ganzen Elemente hier zugreifen. Das heißt, ich kann hier sogar JavaScript quasi ausprobieren und kann hier Alert von Hi oder sowas schreiben. Ups. Und dann kriege ich hier ein Alert Hi. Das heißt, diese ganzen Dinge. Und was dann eben hier zurückkommt, das ist quasi mein Return-Wert. Das heißt, ich kann auch gucken, hey, welche Methode funktioniert denn jetzt gerade nicht. Und hier werden auch die ganzen console.log-Befehle, die ihr in JavaScript schreibt, ausgegeben. Console.log sind irgendwelche Informationen für euch, die ihr dann eben hier sehen könnt. Falls ihr sie nicht sehen könnt, dann switcht das Level hier, das heißt auf verbose zum Beispiel oder auf Info, auf Warnings oder auf Errors. Warum sich jetzt hier bei mir nichts tut, ich habe generell überhaupt keine Ausgaben drin, aber wenn ihr nur Errors seht, also wenn ihr auf Verbose klickt oder auf Info oder auf Warnings, dann seht ihr trotzdem alle Errors. Das heißt, Errors werden immer angezeigt, Warnings werden angezeigt bei Warnings, Info und Verbose und so weiter und so fort eben. Das heißt, hier könnt ihr JavaScript super debuggen, einfach mal ein bisschen rumprobieren dann noch. Hier sehen wir die Sources, das heißt, was ich alles tatsächlich hierfür laden musste. Also für diese Webseite, was alles bei mir hier angekommen ist. Und da kann man jetzt natürlich auswählen, welche Seite man laden möchte. Hier sehen wir alle Bilder, das heißt, wir sehen dieses Bild, wir sehen das Bild. Warum ist denn das Bild hier dabei? Okay, wir sehen dieses YouTube-Icon, wir sehen das hier. Ach, natürlich, ich weiß, warum es da ist. Und zwar hier, das ist das Wiki-Bild. Wir sehen das Facebook-Dingens da unten. Wir sehen das Logo vom Forum, das war das hier gerade und so weiter und so fort. Also total cool. Patreon übrigens, falls mich jemand supporten möchte oder PayPal, kann man immer gerne machen. Freue ich mich immer drüber. Genau. Und da kann man dann wirklich auch jedes einzelne Bild sehen, was da so gerade passiert. Ihr seht, dieses P von PayPal ist hier zum Beispiel gerade in Farbe. Dann muss ich logischerweise irgendwo gesagt haben, dass dieses PayPal-Bild plötzlich schwarz-weiß wird und das habe ich natürlich in CSS gemacht. Und das könnte man jetzt hier zum Beispiel in einer von diesen CSS-Dateien nachlesen. So, und das hier ist dieses Video über Embed. Das habe ich über Embed eingebunden, sprich man kann es so nicht richtig sehen, weil man hier eben zuerst mal gucken muss, was lädt denn YouTube alles nach. Und da kann man auch gucken, was lädt denn YouTube gerade nach und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt hier quasi die Möglichkeit, alles euch anzugucken, was hier wirklich von euch passiert oder bei euch geladen wird. Hier könnt ihr hin und her gucken, was gerade so übermittelt wird. Falls es irgendwie eine dynamische Webseite ist, dann seht ihr hier auch, könnt ihr auf Start Recording bzw. Stop Recording gehen. Und ja, dann seht ihr hier, was eben hin und her übertragen wird. Und wir sehen, wenn ich hier auf Play klicke, dann kommt hier plötzlich enormst viel, was man hier gerade überträgt. Und das sind eben die ganzen Daten, die von dem Video kommen. Das heißt, wir sehen hier haufenweise Daten, die ankommen. Wir sehen hier Video Playback, wir sehen irgendwelche Bilder, das sind diese Bilder hier unten. All diese Dinge können wir tatsächlich rausfinden und ja, können wir eben auch sehen, was man hier... Ach, das ist nicht von mir. Hey, was soll das? Da sehen wir natürlich dann die ganzen Bilder, oder generell alle Daten, die übertragen werden. Hier ist was mit Text. Das heißt, wir haben hier auch tatsächlich eine HTML-Datei übertragen. Das können wir hier alles filtern, wenn wir wollen. Zum Beispiel nur JavaScripts, nur CSS-Dateien, nur Images, also generell alle Bilder, Media, Schriftarten und so weiter und so fort. All das wird hier mit übertragen. Und bei Performance können wir, wenn wir wollen, hier auf Record gehen und dann macht er so einen Benchmark. Der ist auch ziemlich interessant. Ich lasse den mal ganz kurz laufen, wenn ich hier zum Beispiel jetzt hier drauf klicke, dann ein bisschen hier rumspiele. So, diese ganzen Sachen, jetzt klicke ich einfach mal auf Stopp. Und dann lädt er mir das Ganze und sagt mir, was hier gerade so für ein Profil war. Das heißt, wir können hier sehen, was hat am meisten Zeit gebraucht. Und hier sehen wir, Scripting hat die meiste Zeit gebraucht, sprich die meisten Ausführungssachen war JavaScript, das zweitmeiste war Rendering und das drittmeiste war Painting und die meiste Zeit ist er aber eigentlich im Ruhezustand gewesen, sprich da hat überhaupt nichts geladen, was ja eigentlich ganz gut ist. Also hier können wir dann auch genau sehen, was gerade so passiert ist. Ziemlich coole Sachen. Ja, Memory kann man auch durchlaufen lassen, das heißt, wir können hier einfach mal einen Speicherzugriff probieren
und so weiter und so fort. Also das brauchen wir aber jetzt gerade mal nicht machen. So, bei Application, und da mache ich hier unten mal das Ding zu. Bei Application sehen wir hier alle Dateien, die übertragen werden. Also nicht nur zum Beispiel die ganzen Bilder, die wir hier übertragen, sondern auch eben diese Index.php, die übertragen wird. Achtung, PHP-Code ist serverseitig interpretiert. Sprich, was ihr hier seht, ist kein PHP-Code mehr, sondern schon vom Server ersetzter Code, so dass eben alles nur noch in einer Datei ist. Sprich, im Endeffekt ist es eigentlich HTML. Okay. Und ja, hier sehen wir zum Beispiel auch, was für Cookies gesetzt werden. Ich habe keine Cookies gesetzt. Was YouTube für Cookies setzt, da sind schon ein paar mehr dann. Das liegt einfach nur an diesem Video hier hinten, weil wir das eben gestartet haben. Da werden gleich ein paar Cookies gesetzt. All diese Sachen, wir können hier zum Beispiel WebSQL uns angucken. Wir können wirklich alles zum Debuggen uns angucken. Wir können uns ein Manifest angucken, wobei ich keins habe. Und wir können hier auch natürlich unter Security uns angucken, was für ein Zertifikat da ist und wie wir hier verbunden sind. Das heißt, mein Browser ist hier gerade mit TLS 1.2, also das ist die Version davon verbunden. Schlüsselaustausch hat stattgefunden über RSA und wir benutzen jetzt gerade zum Übermitteln von einzelnen Nachrichten symmetrisch, also man überträgt immer Schlüssel über eine asymmetrische Methode, das war bei mir RSA, und jetzt verschlüsseln wir gerade die einzelnen Nachrichten, die hin und her gehen, über AES 128. Wer da vielleicht Interesse hat, einfach mal meine Kryptographie-Playlist angucken und ja, da gibt es dann natürlich noch mehr dazu. Das heißt, hier wirklich eine unglaublich mächtige Methode, wie ihr debuggen könnt in eurem Browser, und das war es eigentlich von meiner Seite. Das ist jetzt nicht wirklich für PHP oder HTML oder sowas gedacht, sondern wirklich für alles, was ihr jemals mit dem Browser oder generell mit Web-Development macht. Da wird euch das sehr, sehr nützlich sein wahrscheinlich. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.